Buenos dias. Good morning, guten Morgen. Wir warten gerade vor unserem Hostel. Wir werden nämlich gleich abgeholt von einem Van, weil wir machen jetzt einen Ausflug zu den Salinen, also zu den Salzwüsten von Arequipa. Die Salzwüsten in Uyuni sind ja voll bekannt, da wollten wir auch hin. Aber die Höhe hat man da ziemlich zum Schaffen gemacht und haben wir das abgestellt. Jetzt waren wir in Arequipa ein paar Tage, ein bisschen tiefer. Jetzt probieren wir es erneut und in den Salzwüsten von Arequipa. Mal schauen, wie es wird. Das sind 3 Vulkane. Ja, und wie heißen sie? Misti, Aha. Sinchi y Pinchi Pinchi, Pichu Pichu. Pichu Pichu. Y ahora seguimos en ruta hacia la iglesia de Chiriguata. Chiriguata. Chiriguata es el nombre viejo que significa año frío, pero se llama Chihuani. Chiguata. O algo así, Chiriguata. Y todavía faltan 500 metros para llegar a Salinas. 500 metros de altura faltan. Así es. Acá estamos en un viewpoint, otra vez se puede ver el Misti. Y acá vemos, estamos a 3.820 metros ahora. Y llegamos al estelar Paracimol, que son las Vicuñas. Also ich weiß nicht, wie gut man es jetzt in dem Video sieht, aber dahinter sind Vicuñas. Ist sowas ähnliches wie Alpakas und Lamas. Ich kenne den Unterschied nicht so. Aber ich glaube, die Vicuñas, die haben ein kürzeres Fell und sie leben halt wild. Also das sind nicht, die kehren niemandem, sondern das sind einfach Wildtiere, das sind nicht domestic. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Der Jason will ein bisschen nicht nur suchen. Er will natürlich ein Foto aus der Nähe machen. ¿Cómo se llama, amor? Chinchilla. Chinchilla. Ajá. Y es como un conejo. Sí, es una mezcla entre conejo y liebre, porque tiene la cola larga y las orejas en punta. So, wir sind jetzt am Salar und da sind ganz viele Lamas, nein, Lamas nicht, Alpakas, Vicuñas und Flamingos. Die anderen machen gerade Frühstück. Wir haben gesagt, nein, wir haben schon im Bus gegessen und wir verbringen die Zeit lieber so. Und jetzt schleichen wir uns gerade an die Alpakas dran und an die Flamingos. Schaut so schön aus. Das ist Wasserthermal. Aha, genau, das ist die Thermalwasser. Thermalwasser. Vamos a probar, ¿qué tal? Ja, gut. Gut? Okay. Ich glaube, mittlerweile sind es schon 3 Leute aus der Gruppe, die gerade ein bisschen Probleme mit der Höhenkrankheit haben. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich brutal, weil du bohrst die Tour und viele Leute wissen vielleicht gar nicht, dass wir da auf über 4000 Meter sind. Das ist ja brutal. Und wenn du da nicht informiert bist, die Tourguides oder die Agentur, die informieren dich eigentlich auch nicht drüber. Und das finde ich ein bisschen brutal, weil manche Leute betrifft das halt echt Sache, die können nicht schnaufen, aber schwindeln. Es muy recomendable que siempre tengas agua, pastillas de soroche, pastillas de muña y pastillas de coca. Las pastillas de muñas o las caramelitos de muña sirven mucho para el estómago, porque por la altura se comienza a hinchar tu estómago y también tu cabeza. Sí, y los de soroche, yo me he dado cuenta en La Paz, me ayudó bastante con respirar, te abre los pulmones, no sé, y también por el mal de cabeza. Pero ahí los dos estamos bien, Sí. felizmente. Y ahora acá está el agua termal, son unos pozos chiquitos y son las alpacas. Weit und breit, Alpakas. Und sind nichts. Boah, es ist so still.
Ja, lauwarm. Y allá en el fondo se ven los flamingos. Espero que no volan. Ten cuidado que cuando se sienten muy intimidadas escupen. Ya. Okay, jetzt sind wir schon richtig nach mit Sache. Ach, ich möchte sie streicheln. So schön. Ich glaube, nächstes Mal kriegen wir nicht Sache. Vielleicht hat es funktioniert, wenn ich ein bisschen Brot oder etwas habe. Aber so. Jetzt nähern wir uns den Flamingos. Ich weiß nicht, ob man sie schon erkennt. Es sind ganz viele. Und ich hoffe, sie fliegen nicht gleich weg, wenn wir jetzt näher kommen. Da spazieren wir schon auf dem Salar. Also da ist noch nicht so viel Salz wie dahinter, wo wir danach hinfahren. Aber man sieht es schon. Okay, näher kommen wir nicht so hin. Beziehungsweise wenn wir näher gehen, die sind weiter weg. Mit dem iPhone kann man das ein bisschen besser filmen, kann man zu euch zoomen. Darum blenden wir nachher wieder die Aufnahmen von mir so nicht. Während der Jahre sind noch die Flamingos verfolgt. Schau immer mal die Vögel an. Die machen lustige Geräusche. Wenn man es überlegt, eigentlich schon verrückt. Wir sind irgendwo mitten im Andengebirge in Peru auf 4300 Meter. Es ist so still. Man hört einfach gar nichts, außer da die Mucke im Wasser, die Vögel dahinter und unser Guide, der dahinter irgendwas erklärt. Vielleicht ein bisschen Wind, aber sonst nichts. Also das dahinter schaut echt aus wie ein Bilderbuch. Der Vulkan, Salar, Lagune, Flamingos. Und in der Lagune spiegeln sich die Flamingos. Es muy bonito, el paisaje es muy bonito y tenemos alpacas, vicuñas, tenemos flamencos allá al fondo y aquí es el salar Salinas. Eso sí pueden ver, no sé si se ve, pero también aquí hay aves parihuanas que en la historia nuestro libertador, don José de San Martín, se inspiró en estas aves para crear la bandera, ya que estas aves tienen el ala roja y el pecho blanco. Wir haben ja Anfang Dezember und daheim liegt ungefähr schon ein halber Meter Schnee. Und ich war schon ein bisschen traurig. Aber jetzt bin ich irgendwo, das wo fast ausschaut wie Schnee. Ist halt Salz. Jetzt sind wir in der Salzwüste von Arequipa. Und dahinter werden schon Fotos gemacht. Bueno, y ya nos vamos. Así es.
Este es el famoso salar de Arequipa. Bueno, ya no es tan famoso como este de Uyuni y tampoco es tan grande. Ya recuerdo verlo, pero me han gustado más las vicuñas y alpacas y flamingos. El paisaje es hermoso, pero el salar, oh, ¿qué dices? Sí, me pareció muy bonito. Igual puedes tomarte las fotos igual que en Uyuni sin tener que irte hasta Bolivia. Así Sí, que esa es la ese buena un buen cosa, dato. es mucho más cerca. Porque desde Arequipa son 2 horas y hemos pagado 12 euros por persona. Y en Uyuni vas, ya desde La Paz, por ejemplo, 8 horas. Desde Sucre, creo 6. Y ya es mucho más caro. Wow, ahora hace frío, ¿ah? Sí. Ya se van. Nos han dicho que tenemos 1 hora.